Ja. Gut, jetzt zu meinem Vortrag. An der Kürze meines Lebenslaufes habt ihr schon erkannt, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Ich habe auch noch nicht so richtig geforscht und deswegen präsentiere ich jetzt die Forschung von anderen. Und zwar geht es um durchgedrehten Sternenstaub. Staub kennen viele von euch und der kann sich auch drehen. So, bevor ihr alle einschlaft bei diesem staubtrockenen Vortrag oder nicht mehr zurechnungsfähig seid, weil ihr zu viel Bier getrunken habt, kommt hier die wichtigste Nachricht gleich am Anfang. Die Nachricht ist, wir sind alle Sternenstaub, hurra! Toll, oder? Also Sternenstaub, wir können dem Sternenstaub alle sehr dankbar sein, denn ohne Sternenstaub gäbe es ja viel weniger Moleküle und es gäbe wahrscheinlich auch keine Planeten und es gäbe kein Astronomy on Tap und es gäbe so einiges nicht, also auch keine Schokolade und keinen Alkohol. Fun Fact, es gibt tatsächlich relativ viel Alkohol im Universum. Das entsteht auf der Oberfläche von Staubpartikeln, ist aber vorwiegend Methanol, also nicht genießbar. Aber es gibt ganz viel Alkohol. Das ist die gute Nachricht. So, und jetzt zeige ich euch etwas, was wir in der Astronomie am besten können, nämlich schöne Bilder machen. Hier ist ein schönes Bild. Und es hat tatsächlich so ein bisschen was mit meinem Vortrag zu tun. Da ist nämlich eine Sternschnuppe drauf. Oh. Und ein Herz. Oh. Also das ist der Herznebel, ein Emissionsnebel um einen Sternenhaufen drumherum. Und im Vordergrund in grün seht ihr eine Sternschnuppe. Sternschnuppe, das sind so Staubteilchen, die durch die Atmosphäre düsen und dabei verbrennen und deswegen leuchten die. Und dieses Sternstaubstückchen hat sich gedreht, während es in die Erdatmosphäre eingedrungen ist und deswegen eine spiralförmige Sternschnuppe erzeugt. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, dass einige von euch vielleicht nicht so jede Woche Paper lesen und nicht so ganz drin sind in der Astronomie. Deswegen gebe ich jetzt einen kurzen Überblick über die letzten 50 Jahre Astronomie. Das geht ganz einfach. Das kann man im Prinzip in einem Satz zusammenfassen. Den Satz lese ich gleich vor. Das ist allerdings ein Satz in der Sprache der Wissenschaft und die Sprache der Wissenschaft ist schlechtes Englisch. Also hier ist der Satz. Along with antimatter and dark matter, we have recently discovered the existence of doesn't matter, which has no effect on the universe whatsoever. Ja, also man hat was entdeckt und das hat eigentlich gar keinen Effekt. Aber es gibt immer noch große Diskussionen in der Community, ob es Doesn't Matter wirklich gibt. Also da sieht man auch, Wissenschaft ist sehr kontrovers, es lebt von der Debatte und ja, darum soll es jetzt gehen. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, um dahin zu kommen, wo ich am Ende sein will. Ich möchte nämlich ein Paper präsentieren. Ich sage gleich noch, was ein Paper ist. Also in der Wissenschaft publiziert man ein Paper, man schreibt was auf, was man sich so überlegt hat und dann publiziert man das und dann kommen andere Menschen und sagen, nö, das ist Quatsch. Und dieses Paper, was ich präsentiere, ist ein sehr spezielles Paper. Deswegen ja, erkläre ich kurz noch das Standardmodell der Kosmologie. Mit diesem Bild, Moment, da ist es, genau, ein sehr generisches Bild, das sieht man sehr häufig, das Bild, wenn man in der Astronomie tätig ist, und es beschreibt so ein bisschen die Urknalltheorie, und das würde ich jetzt kurz mit euch durchgehen, und zwar auf musikalische Art. Also ich werde ein Lied dazu singen, das kennt ihr vielleicht, dürft auch mitsingen. Ja, das Lied heißt Urknalltheorie oder Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state and nearly 14 billion years ago expansion started. Wait,
The Earth began to cool, the Earth drastic into true Neanderthals developed tools, we built the world, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mysteries that all started with the Big Bang. Bang, since the dawn of man is really not that long as every galaxy was formed into some as it takes to sing a song a fraction of a second, and the elements were made. The Bible stood up straight, the dinosaurs all met their fate, they were late, and they all died. The ocean and Pangaea's here, one wanna be set in motion by the same Big Bang. Bang. Vielen Dank, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich möchte kurz noch ein bisschen auf das Bild eingehen. Und zwar seht ihr auf der linken Seite den Mikrowellenhintergrund. Und danach ist erstmal bisschen dunkles Zeitalter, da war es duster, da war nicht so viel los. Und dann kommen die ersten Sterne nach irgendwie 400 Millionen Jahren nach dem Urknall. Und genau darum geht es jetzt auch in dem Paper. Kurz zur Erklärung, was ist der Mikrowellenhintergrund? Der sieht ungefähr so aus, ne? Da sind Mikrowellen und die sind irgendwie so im Hintergrund, ne? Also so Mikrowellenhintergrund. Nein, also das ist der komische Mikrowellenhintergrund und der kosmische Mikrowellenhintergrund, der wurde 1964 von zwei Radioastronomen entdeckt. Die haben für eine Telekommunikationsfirma gearbeitet und die hatten irgendwie so ein Rauschen, das kam aus allen Richtungen. Sie konnten das nicht richtig deuten, was es ist, haben aber später einen Nobelpreis dafür bekommen. Das ist der kosmische Mikrowellenhintergrund. Also man sieht jetzt nicht so viel, aber hier oben ist der galaktische Nordpol, unten ist der galaktische Südpol und so durch die Mitte des Bildes geht die galaktische Ebene, der galaktische Äquator. Und ja, ein auffälliges Merkmal des kosmischen Mikrowellenhintergrunds ist, dass er in allen Seiten, also in alle Richtungen gleich aussieht. Der hat überall die gleiche Intensität und die gleiche Temperatur. Sogar, also das ist sehr, sehr genau gleich überall. Man musste schon mehrere Satelliten hochschicken und sehr viel Geld dafür ausgeben, um da ein bisschen Strukturen drin zu sehen. Überhaupt, also gibt mehr Geld in die Astronomie, dann können wir bessere Fotos machen. Sonst sieht das hinterher so aus. Und ja gut, dann hat man einen Satelliten hochgeschickt und der hat dieses Bild gemacht. Und jetzt sieht man schon so ein bisschen Struktur. Ja, haben sich alle total gefreut. Und ja, war teuer. Und vor allem, um dieses Bild zu erhalten, musste man erstmal den Vordergrund abziehen. Denn wir leben alle in der Milchstraße. Das ist eine schlechte Nachricht für alle laktoseintoleranten Menschen. Wir leben in der Milchstraße und diese Milchstraße, die Galaxie, die strahlt, auch gerade im Radiowellenbereich, strahlt die relativ viel Strahlung ab und die sind im Vordergrund und die muss man erstmal abziehen, um überhaupt den kosmischen Mikrowellenhintergrund zu sehen. So, und dieses Jahr im Januar wurde ein Experiment fertig in Australien, in der Wüste, wo Radioastronomen, unter anderem Jude Bowman, den kosmischen Mikrowellenhintergrund nochmal untersucht haben und vor allem ein Signal gesucht haben, was die allerersten Sterne im kosmischen Mikrowellenhintergrund hinterlassen hätten können. Also die haben nach einem Signal gesucht. Die hatten auch so einen coolen Namen für das ganze Ding. Experiment to detect the global epoch of reionization signature. Edges, also ziemlich edgy, der Titel. Und ja, die haben im Januar dann ein Paper darüber geschrieben, also so drauf geschrieben, ja, was sie sich so dabei gedacht haben mit diesem Experiment. Also die haben irgendwie vermessen den ganzen kosmischen Mikrowellenhintergrund in alle Richtungen und da der sowieso in alle Richtungen gleich aussieht, hat das Teleskop auch in alle Richtungen gleichzeitig geguckt, also das musste nicht so eine große Auflösung haben, war dafür aber sehr genau, so sieht das aus irgendwie, so stellt man sich nicht unbedingt ein Radioteleskop vor, aber das war ein ja, sehr bekanntes Experiment auch und hat viel Geld gekostet und dann haben die dieses Paper geschrieben und haben gesagt, ja, wir haben die ersten Sterne gesehen, also den Effekt von den allerersten Sternen und ist groß rausgekommen, kam auf die Titelseite des Journals Nature, sehr renommiertes Paper, renommiertes
Journal. Ja, und dann haben ganz viele Leute auf der ganzen Welt Paper geschrieben, warum das nicht sein kann oder wie man das anders erklären könnte. Und ich möchte auf eines dieser Paper eingehen. Da hat nämlich ein gewisser Bruce T. Drain ein Paper geschrieben und hat versucht, das mit Staub zu erklären. Also Bruce T. Drain ist der Weltexperte für Staub und eines der letzten ungelösten Rätsel in der Astronomie ist, wofür steht das T in Bruce T. Drain? Das habe ich leider nicht herausgefunden. Vielleicht nächstes Mal beim Quiz. Jedenfalls hat Bruce T. Drain, vorher hat er ein dickes Buch geschrieben, das hat 42 Kapitel und am Ende steht Much remains to be learned über Staub und was da sonst so zwischen den Sternen ist. Jedenfalls hat er dieses Paper rausgebracht, Absorption durch durchgedrehten Staub. Er hat das nicht alleine gemacht, also das passiert überhaupt selten, dass man alleine ein Paper schreibt. Das ist ungefähr so wie beim Sex, also zusammen macht es einfach mehr Spaß. Ja, und das ja seine ersten Erfahrungen macht man so in der Schule, das sind so die Analogien zwischen Physik und Sex. Jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich alle einen Menschen vor, der alleine Physik macht. Das ist tatsächlich ein komisches Kopfkino. Jedenfalls haben die so ein Paper geschrieben und haben versucht, das halt mit durchgedrehtem Sternstaub zu erklären. Ich habe mal so einen Auszug mitgebracht aus diesem Paper. Ich habe das ein bisschen schräg gestellt, damit es cooler aussieht. Aber ihr müsst das jetzt nicht alles durchlesen. Also da steht im Prinzip drin, wir wissen gar nichts über Sternstaub. Also das ist der Weltexperte über Staub und er hat gesagt, ja, die Zusammensetzung und Verteilung von Sternstaub bleibt ungewiss. Gut, aber sie haben trotzdem etwas herausgefunden in diesem Paper, und zwar mit drehendem Sternstaub kann man das Signal nicht erklären. Es ist einfach zu breit. Aber wir finden, grundsätzlich sollte man immer an Sternstaub denken. Ja. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Fazit und auch sehr selten. Also meistens werden Paper über irgendwas Positives herausgebracht. Man hat irgendwas herausgefunden, es hat funktioniert. Aber Bruce Dane hat einfach mal erzählt, ja, wir haben das versucht, es hat gar nicht geklappt. Ja, ist ein gutes Beispiel für nicht positive Veröffentlichungen. Gut, jetzt habe ich noch eine kleine Zusammenfassung von alledem. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht von Werner Heisenberg. Das ist mein Lieblingszitat, das ist nämlich sehr kurz, kann man sich merken. Wissenschaft entsteht im Gespräch und das bedeutet so ein bisschen, dass Wissenschaft vom Austausch lebt, von Austausch zwischen den Menschen in der Wissenschaft, zwischen den Menschen, die nur da interessiert sind und dass man das nicht alleine irgendwie in seinem Kämmerchen macht, sondern das lebt vom Gespräch.